Hallo zusammen, heute ein neues Video zum Thema Buchfalten. Das Motiv ist dann passend für Ostern und alles, was ihr dazu braucht und meine E-Mail-Adresse, um die Vorlage anzufragen, findet ihr wie immer unter meiner Videoanleitung. Ja, und zum Buchfalten braucht man zum Glück gar nicht so viel und dann kann man auch schon loslegen. Da es sein kann, dass der Drucker die Vorlage nicht immer genau ausdruckt, muss man die sich mal passend machen. Das heißt, alle Vorlagen müssen auf eine gemeinsame Höhe gebracht werden, dafür hinter den Zahlen eine Linie ziehen und von da aus abmessen. Ich messe meistens immer 2 cm ab. Ja, und wie viel das bei euch ist, das hängt dann wahrscheinlich von jedem Drucker selber ab. Das müsst ihr dann mal sehen. Wichtig ist, dass ihr alle Vorlagen auf die gleiche Weise abmesst, sodass, wenn ihr die zusammenlegt, die so zusammenpasst. Und ihr seht, wenn man dann nämlich Unterschiede hat, dann verschiebt sich natürlich auch immer direkt gleich das ganze Motiv. Ja, und weil ich natürlich noch ein bisschen Schwierigkeiten hier einarbeiten möchte, arbeite ich die 180 Grad nach innen Faltung auf 2 Ebenen. Und der Schmetterling, der soll ein bisschen weiter hinten im Buch sein. Und dann ist es am besten, sich auf der Vorlage das anzuzeichnen. Vor allem für das Vorprägen ist es dann interessant zu wissen, wann man auf welche Seite man anfängt, damit man dann nicht unnötig viele Seiten noch irgendwie anders vorprägt. Ja, und die Tulpen, die möchte ich gerne in bunt färben und das geht bei der 180 Grad Faltung am besten, wenn man dann die faule Faltung benutzt. Dann hat man nämlich immer dann eben die Seite, die man nicht faltet, die man zum Anmalen verwenden kann. Und auch hier sollte man sich das Motiv anzeichnen, um zu wissen, wann man da loslegen soll. Aber wer jetzt auch gerade erst mit dem Buchfalten angefangen hat oder zum ersten Mal die 180 Grad nach Innenfaltung ausprobieren möchte, der kann natürlich auf diesen ganzen Kram hier verzichten und faltet das ganze Buch in einem Rutsch durch mit der 180 Grad nach Innenfaltung. Und die Vorlage für mein Buch hat 449 Seiten. Solltet ihr die Vorlage haben wollen und euer Buch aber mehr Seiten haben, dann wird einfach die Differenz auf vorne und hinten verteilt und ihr müsstet euch dann wohl aufschreiben, wo eure erste Seite ist und auch natürlich solltet ihr diese extra Sachen machen, dann auch das notieren. Und nicht wundern, es sind immer nur die ungeraden Zahlen, die auf der Vorlage stehen, weil man ja auch immer nur auf der rechten Seite faltet. Wichtig ist noch, den Abstand von der Buchkante zur Schrift gut auszumessen. Gerade bei der inneren Faltung sieht es schön aus, wenn man keine Schrift im Hintergrund hat. Und dafür ruhig mal mehrere Seiten ausmessen, weil das variiert auch öfters mal. Weil bei mir im Buch waren Stellen, die hätte ich mit 2 cm abmessen können und andere Stellen aber nur mit 1,8 cm. Ich habe mich dann auch für die 1,8 cm entschieden und mit so einem Geodreieck lässt sich das eigentlich super gut anzeichnen. Und zum Vorprägen benutzt man am besten einen Kugelschreiber, der nicht mehr geht. Ich zeige euch das aber mal kurz mit einem, der funktioniert, damit man das besser sieht. Weil am Anfang habe ich immer einen Kugelschreiber benutzt, der funktioniert, aber je nachdem, was man für Papier hat, dann schimmert das so durch und das sieht im Ganzen dann aber nicht mehr so schön aus. Also einen Prägestift benutzen oder eben so einen Stift. So, und dann schaut man, wann das Motiv anfängt. Bei mir fängt das auf Seite 5 an. Da muss man also in meinem Fall jetzt bei 1,8 cm den ersten Strich vorprägen und den zweiten bei 1 cm. Solltet ihr zum Beispiel Platz haben von 2 cm, könnt ihr trotzdem den zweiten Strich bei 1 cm vorprägen. So sieht das Ganze dann so vorgeprägt aus. Die erste Linie kann man so knicken und die andere eben bei 1 cm. Ja, und am besten legt man sich so eine Schneidematte drunter unter jeder Seite oder ein dickerer Karton tut es auch. Wichtig ist eigentlich, dass man ein bisschen Halt hat. Ja, und dann muss man wieder gucken auf seiner Vorlage. Da kommt jetzt der Schmetterling. Das wird etwas anders noch geprägt. Da müsst ihr also auf den ganzen Seiten, wo der Schmetterling ist, jeweils eine erste Linie ziehen, dann eine Linie bei 1 cm
Und nochmal eine kleine Linie bei einem halben Zentimeter und man kann es ja ruhig ab Mitte vom Buch machen. Der Schmetterling ist ja eher oben. Also das sind beides Prägelinien. Ja, ich hatte jetzt mit dem nicht so richtig drauf gedrückt, aber nachher sieht man das besser. Ja, und diese 3 Prägelinien braucht man dann bis zum Ende vom Schmetterling und danach werden wieder nur 2 Linien gebraucht. Und dafür ist es eben wichtig, sich das auf der Vorlage anzuzeichnen, dass man da ein bisschen den Überblick behält. So sehen die 3 Linien aus. Ja, und dann wird das ganze Buch durchgeprägt, da wo man die Prägelinien braucht. Und jetzt kann es endlich losgehen. Und bei der 180 Grad nach Innenfaltung muss man zuerst den Hintergrund oder Vordergrund, was immer es jetzt ist, erst umfalten und dann anzeichnen. Wenn man das Motiv mit der Schneidetechnik machen würde, dann müsste man es erst anzeichnen und dann falten. Und zum Anzeichnen ist am besten so ein Trickmarker, der verschwindet nach ein paar Tagen. Je nachdem, was es für Papier ist, geht das schneller oder langsamer. Dann müsst ihr schauen, wann die Vorlage anfängt. Wie gesagt, bei mir war es Seite 5. Da wird die Vorlage unter das Papier gelegt. Auch beim Anzeichnen ist es ganz gut, mit der Schneidematte zu arbeiten, dann hat man auch hier mehr Halt. Und das Allerwichtigste ist, dass man es immer so anlegt, dass die Kante der Vorlage mit der Buchkante übereinander trifft. Also da immer das gleich anlegen. Und sollte man das Motiv jetzt komplett mit der 180 Grad nach Innenfaltung machen und nicht mit der faulen Faltung, dann muss definitiv alles angezeichnet werden. Wenn man aber jetzt die faule Faltung mitmachen möchte, dann kann man sich das schon mal markieren, wo dieses Motiv ist. Außerdem immer auch die Stellen markieren, die vielleicht nur auf die Hälfte der Spalte schon anfangen vom Motiv, wie hier zum Beispiel, kann man das ruhig mit schon markieren, dann hat das einen schöneren Anfang. Und zum Beschweren der Buchseiten einfach ein Kirschkernkissen nehmen oder ein Handy, aber am besten geht eigentlich ein Kirschkernkissen. Ja, und jetzt kann man richtig loslegen. Dafür die Linie von dem 1 cm einmal so umknicken. Die ist ja dann schon vorgeprägt. Dann genau bis zu dieser Linie, bis zu diesen 1 cm einschneiden. Ja, und dann werden die Streifen schön vorsichtig mit der Schere so nach innen gedrückt. Da von der Seite sieht das so ein bisschen aus wie diese Pop-Art-Karten. Also nochmal die Linie bei 1 cm einmal ein bisschen umknicken, auch nur da bis dahin einschneiden. Wenn man die faule Faltung machen möchte, dann lässt man jetzt das andere Motiv so. Dann hat man da zum Beispiel nur einen Einstich und würde auf der zweiten Seite dann wieder beide Markierungen einschneiden, wieder bis zu diesen Zentimeter. Und dann drückt man einfach diese Streifen vorsichtig mit der Schere so rein. Das macht sich eigentlich ganz gut. Und hier sieht man es vielleicht schon ein bisschen besser. Na, das unten und oben ist nur mit der 180 Grad nach Innenfaltung und dazwischen die Tulpe mit der faulen Faltung. Ja, und da der Trickmarker, je nachdem was für Papier es ist, auch relativ schnell verschwindet, ist es besser, gar nicht so viel vorzuzeichnen. Und damit man es einfacher hat, welches man jetzt anzeichnen soll oder nicht, wenn man das mit der faulen Faltung machen möchte, ist es auf jeden Fall ratsam, auch hier auf der Vorlage dann jeweils jede zweite Spalte anzuzeichnen. Das ist auf jeden Fall einfacher für beim späteren Markieren, dass man da auch nicht so durcheinander kommt und dann auch eben weiß, was und wann man diese faule Faltung anzeichnen muss. Ja, und sollte eure Vorlage nicht mehr ins Buch passen, einfach umknicken, aber eben darauf achten, dass immer die Kante gleich bleibt, so dass man dann auch eben die Vorlage immer wieder gleich anlegen kann und es keine Verschiebungen in den fertigen Motiv nachher gibt. Da, wo das Kreuzchen ist, das muss angezeichnet werden. Da, wo kein Kreuzchen ist, bleibt das, also wird es nicht angezeichnet. Wie gesagt, solltet ihr wohl das ganze Buch in der 180 Grad nach Innenfaltung machen, ja, dann muss natürlich alles angezeichnet werden.
Na, und hier sieht man das vielleicht besser. Also da, wo kein Kreuz ist, da braucht man auch nichts anzuzeichnen und auch nichts markieren, dass da ein anderes Motiv ist. Ja, und dann zeige ich euch das nochmal mit diesen Steinen, weil es ist egal, wie viele Markierungen es sind. Wichtig ist, dass sie immer alle bis zu dieser Linie von 1 cm eingeschnitten werden und dass man das dann vorsichtig da reindrückt. Ja, manche Streifen lassen sich nicht gut reindrücken, vor allen Dingen, wenn die Streifen größer werden, dann muss man dann je nachdem nochmal nachhelfen. Und wichtig ist eben, dass das sich wirklich immer abwechselt, also dass ihr immer den Hintergrund habt, das Motiv, den Hintergrund und Motiv. Und hier ist dann jetzt die Seite mit der faulen Faltung, da lasse ich dann einfach eben das Motiv von der Tulpe weg, das andere wird dann trotzdem gefaltet. Und auf der zweiten Seite wird dann wieder das Motiv von der Tulpe mitgefaltet. So faltet man dann also das Motiv der Tulpe immer nur auf jeder zweiten Seite. Ja, und so sieht das Motiv bis jetzt aus. Jetzt sieht man es vielleicht schon ein bisschen deutlicher. Und wenn man mal eine Pause machen möchte, einfach einen Gummi nehmen und den gut fest um das Buch drumherum wickeln. Dann kann das so lange liegen bleiben, bis es weitergeht. So, und jetzt kommt die nächste Herausforderung. Das ist das mit dem Schmetterling. Na, das beginnt da, wo man dann eben diese 3 Linien vorgeprägt hat. Auch hier dann erstmal alles markieren, was zum Motiv gehört. Hier muss man dann auf jeden Fall sich markieren, dass da das andere Motiv beginnt. Und überhaupt sollte man sich dann eben Schritt für Schritt vorarbeiten, immer mal so 20, 30 Seiten falten, weil es dann einfach besser zu handhaben ist mit den Seiten, die man schon vorher umfaltet und mit dem, was man anzeichnet, um nicht ganz den Überblick zu verlieren. Dann jetzt kommt ja auch noch die andere Tulpe, die auch in der faulen Faltung gefaltet werden kann. Und hier macht man sich dann auch wieder beim Markieren ein Zeichen, dass man weiß, ah okay, das ist die Tulpe und auch dafür zu wissen, wo dann der Schmetterling anfängt. Ja, und beim Falten selber muss man auch hier zuerst die Linie bei 1 cm umfalten und dann die kleine Linie bei 1,5 cm. Und die kleineren Markierungen dann wieder auch nur bis bei 1 cm einschneiden. Und die Markierungen vom Schmetterling, die werden bis zu dieser Linie eingeschnitten. Das Prinzip ist dann dasselbe, dass man dann auch hier die Streife nach innen drückt. Nur ihr seht dann schon, dass eben da, wo der Schmetterling ist, der Streifen einen ganzen halben Zentimeter weiter nach hinten ist.
Ja, und wichtig ist dann auch eben hier, egal wie viele Einschnitte da sind, immer schön vorsichtig mit der Schere alles nach hinten drücken, weil das geht dann ein bisschen schwieriger, weil die Streifen ja länger sind. Ja, aber auch hier lässt sich das eigentlich ganz gut machen. Nur manchmal, wenn so Streifen sind, die sich dann nicht ganz gerade hinlegen wollen, muss man je nachdem da ein bisschen nachhelfen. So, und hier sieht man schon ein bisschen besser, wie das alles werden wird. Na, der Schmetterling ziemlich im Hintergrund, da die faule Faltung, das andere in der normalen 180 Grad nach Innenfaltung. Ja, und dann muss man sich so durch das ganze Buch durcharbeiten. Und solltet ihr mal ja, beim Falten oder so nicht auskommen, also dass das nicht abwechselnd geht, dann einfach die Buchseite gucken, eure Vorlage nochmal unterlegen und meistens hat man entweder etwas vergessen anzuzeichnen oder etwas vergessen einzuschneiden. Ja, und nach etlichen, vielen gemütlichen Stunden ist man dann auf der letzten Seite und das ganze Buch ist fertig. Und bevor man das dann verschönert, sollte man es auf jeden Fall nochmal mit dem Gummi straff umwickeln und dann mal einen Tag so liegen lassen. Ja, und damit bin ich am Ende von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Denkt dran, jeden Freitag kommt ein neues Video von mir raus. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das natürlich gerne tun, also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Tschö.